Hallo allerseits, ich bin Peter Pernstein, ich bin mal wieder im Münchner Osten. Wir haben den 7. Juli, 18 Uhr und hier im Spur 1 Treffen sind auch schon wieder einige auf dem Gleis, einige Modelle und wir schauen jetzt mal, was wir Schönes sehen können. Hier den Anfang mache ich jetzt mit einer Lok, die ich am letzten Fahrtreffen im Mai schon mal gezeigt habe, und zwar die S26 der Gruppenverwaltung Bayern von 1924. Die war damals noch neu, fabrikneu, und die ist inzwischen gealtert worden. Die hat der Rolf Dornberger bei sich gehabt und hat sie ein bisschen patiniert und hat auch den Rauchentwickler ein bisschen geändert, und der ist jetzt im Stand auch richtig im Einsatz und bläst hier wirklich im Bläsermodus gescheit. Deshalb ist das jetzt hier umgebaut worden und jetzt lassen wir sie gleich mal fahren. Hier kommt jetzt noch eine V100 vorbei. Als nächstes kommt hier eine Baureihe 44 in der Ölvariante 043 zum Einsatz. Die hat Spur 1 Austria mitgebracht. Das ist ein ganz neues Handmuster, das Geräusch stimmt noch nicht ganz. Und dahinter fährt ein Bauzug mit einigen Bauzugwagen von Märklin und von Hübner, die patiniert wurden und teilweise auch ein bisschen umgebaut wurden. Und das schauen wir uns jetzt mal in aller Ruhe an. Der Hühnergrill läuft auch schon wieder auf Hochtouren für die Brotzeit später. Auf dem Gegengleis kommt jetzt eine E40 Baureihe 140
von Märklin mit Silberlingen, ebenfalls von Märklin. Dann ist hier kurz die 020314-1, die Schorsch im Einsatz. Die habe ich selbst mitgebracht, die habe ich momentan gerade leihweise von Märklin für ein Auspackvideo. Und für dieses Auspackvideo habe ich vorhin am Nachmittag hier am Fahrtreffen schon mal ein sehr ausführliches Video gedreht. Und das ist dann separat zu sehen. Und deshalb zeige ich die jetzt hier nur mal ganz kurz. Als nächstes sehen wir hier eine kleine Ausstellung von Hans-Joachim Groß. Der hat hier eine Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahn nachgebildet und das hier auch dokumentiert, was hier sein soll. Das ist um 1935 nachgebildet und das gab es auch mal als Briefmarke, ist hier auch zu sehen. Und dann ist hier auch zu sehen die Ringbahn von Berlin, die damals als Netz war. Die Wagen, die hier im Einsatz oder hier aufgestellt sind, das sind jetzt ganz normale Abteilwagen von Märklin und ein Gepäckwagen von Märklin, die schon etwas älter sind. Aber die Lok, auf die müssen wir jetzt ganz besonders eingehen. Die Lok ist nämlich eine Rarität. Die hat sein Vater, der Hans-Joachim Groß, sein Vater, hat die 1986 mal bauen lassen von Ulrich Miller aus Schwanstetten. Und das ist ein Messing-Handarbeitsmodell, also eine Einzelfertigung. Und die ist hier wirklich wunderschön detailliert. Die ist hier einfach mal mitgebracht worden, um mal zu zeigen, was man damals auch schon Schönes bauen konnte. Die Baureihe 74 wird ja momentan gerade beispielsweise von KM1 aufgelegt. Die war in Speyer auf dem internationalen Spur-1-Treffen zu sehen. Und jetzt sehen wir sie hier halt nach kurzer Zeit einfach als Berliner Vorortverkehrszug nachgebildet. Die 74635 hier als Handarbeitsmodell, als Einzelanfertigung aus dem Jahr 1986, fast 40 Jahre alt. Und schon ist wieder Händelpause. Die Schlange ist noch lang. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann einmal noch was dran abkriege, aber jetzt muss ich erst noch filmen. Jetzt kommt ein älteres Modell zum Einsatz, das Michael Kaufmann mitgebracht hat. Und zwar ein Rottenkraftwagen KLV 53. Der wurde mit einem ESO 4.0 Decoder ausgestattet vom Rolf Dornberger und wurde auch schon ein bisschen überarbeitet, hat einen Lautsprecher mit eingebaut bekommen, der hier unter der Abdeckung ist. Und die Stromversorgung läuft vom Wagen auch rüber zum Rottenkraftwagen selber, damit die Stromversorgung etwas zuverlässiger ist. Und jetzt lassen wir mal laufen mit den Geräuschen.
So, und inzwischen ist die Schlange auch fast am Ende und ich brauche nicht mehr warten. Und ich werde jetzt auch ein Händel genießen und ein bisschen Pause machen mit dem Video. Als nächstes zeige ich jetzt 3 Handmuster von Spur 1 Austria, die zwar in Speyer schon standen, die ich aber da dann noch nicht gefilmt habe. Und das ist jetzt hier der Endwagen des Henschel-Wegmann-Zugs, der in Epoche 2 und 3 realisiert wird. Der Zug wird als 4-teilige Einheit 2,70 Meter lang und als 5-teilige Einheit 3,40 Meter. Und diese Wagen sind auch sehr fein detailliert. Wir können hier mal schauen, da werden auch die Türen aufgehen. Und dann schauen wir hier auch mal. Dann gibt es hier eine Schiebetür. Das ist alles jetzt hier ein erstes Handmuster. Das wird mit Sicherheit dann beim Serienmodell etwas leichtgängiger sein. Dann gibt es hier eine Inneneinrichtung mit Tischlampen. Beleuchtet ist der Wagen jetzt noch nicht. Hier sieht man noch die Küche. Die Radverkleidungen, diese Schürzen, sind beweglich, damit ihr dann auch in Kurven einigermaßen leichtgängig auch engere Radien fahren kann und ansonsten halbwegs geschlossen aussieht. Dann gibt es am Ende auch eine Verbindungsschiebetür und ein absenkbares Übergangsblech. Und diese Wagen werden wahrscheinlich, schätze ich mal, irgendwann im Laufe des Jahres 2024 auf den Markt kommen. Hier sind noch bewegliche Puffer. Dann kommen wir zum Handmuster des Güterzug-Begleitwagens PWGS 44. Der wird in Epoche 2 bis 4 realisiert und ist 31 cm lang und ist auch hier schön detailliert. Hat hier bewegliche Gitter, hat hier Türen, die aufgehen, natürlich auch eine Schiebetür, die aufgeht. Und hier das Dienstabteil fürs Güterzug-Begleitpersonal. Natürlich auch Federpuffer und auch bewegliche Bremsschläuche. Und das ist dann noch der gedeckte Güterwagen GMHS Bremen. Der wird auch in Epoche 2 bis 4 realisiert, ist auch 31 cm lang und ist hier auch als Messing-Handmuster zu sehen. Man sieht hier die Detaillierung unten drunter. Ich hebe ihn mal ein Stück, damit man das mal erahnen kann, dass der auch unten schön detailliert ist. Und auch der hat eine richtige Schiebetüre. Auf der anderen Seite natürlich auch. Und hier noch eine Bühne, eine Bremserbühne. Das war es jetzt mit den 3 Wagenneuheiten von Spur 1 Austria, die als Handmuster hier auf dem Fahrtreffen in München zu sehen sind. Als nächstes ist eine V200 von Märklin im Einsatz, und zwar im Wendezug-Einsatz. Sie war wohl nicht oft im Wendezug-Einsatz, aber ich habe mal sagen lassen, beispielsweise in Hamburg ist sie tatsächlich so gefahren. Und jetzt werfen wir sie mal an. Das ist jetzt nicht der Märklin Sound. Auch da habe ich nachgefragt, das Geräusch ist ein ESO XL Decoder. Davor jetzt 4 Märklin Silberlinge. Und vorne eben dieser Steuerwagen.
Langsam lichten sich die Reihen, es ist ja auch schon 21:30 Uhr. Und jetzt sehen wir zum Abschluss noch eine alte Märklin V100. Die ist aber nicht mehr im Urzustand, sondern wurde sichtlich patiniert, gealtert. Und vor allem hat die der Manfred Marder aus Grasbrunn auch etwas modifiziert, hat einen ESO Loksound 5 XL Decoder eingebaut, hat einen Lokführer eingebaut, der sogar winkt, den begegnenden Lokführer winken kann. Das Armaturenbrett ist auch beleuchtet, lässt sich auch ein- und ausschalten. Können wir das Armaturenbrett nochmal ausschalten? Und nochmal ein. Führerstand lässt sich wahrscheinlich auch beleuchten. Sie raucht auch schon gewaltig. Jetzt hat sie wieder einen Rauch abgeschaltet. Und im Wagen hört man, das sind das Schweine, glaube ich, hört man da. Welch eine Tierquälerei. Auf alle Fälle ist das ein schönes Beispiel, was man aus einer alten Märklin-Lok mit einem neuen Decoder alles machen kann. Und das war's für heute mit meinem Bericht vom Spur 1 Fahrtreffen im Münchner Osten beim Reinhold Brenner. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal wieder vorbeischauen würden auf meinem Kanal. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.